So, herzlich willkommen. In dem Beispiel geht es darum, wir haben einen Winkelhebel. Der Winkelhebel rotiert, wenn man von oben drauf schaut, mit der Winkelgeschwindigkeit Omega um diese Dreiachse positiv. Und wir kennen die Abmessungen, die Länge. Da vorne ist ein Seil und dieses Seil ist da an einer Masse, an einer Umlenkrolle angebracht und zieht eine andere Masse mit der Geschwindigkeit v nach hinten. Dreirichtung ist oben und die Zweiachse zeigt nach hinten. Das Ganze rotiert um die Dreirichtung und die Masse wird zum Hebel hingezogen. Dann wissen wir, zu dem Zeitpunkt hier ist die Masse gerade im Abstand s und wir kennen diese Geschwindigkeit und wir wissen auch, dass die Erdbeschleunigung wirkt und dass Omega da konstant ist. Also wir haben im Grunde alles gegeben und zu berechnen ist die Beschleunigung natürlich, die Absolutbeschleunigung für das System, für die Masse m, die da unten hängt, im rotierenden Koordinatensystem dargestellt, natürlich wieder wie immer mit Bezug auf ein Inertialsystem. Und dann sollen wir uns anschauen, was sind die Kräfte auf diese Masse. Einerseits vom Seil und andererseits von der Führung. Das ist alles in allem relativ kurz, das Beispiel. Also grundsätzlich bräuchten wir, wenn man noch einmal auf die gesuchten Dinge schaut, keine Geschwindigkeiten auszurechnen, weil es sind ja nur die Absolutbeschleunigungen, die Komponenten zur Absolutbeschleunigung eigentlich gefragt. Manchmal macht es aber Sinn, trotzdem die Geschwindigkeiten auszurechnen, weil wir dann gewisse Dinge schon berechnet haben, muss aber nicht sein. Ich habe es hier so gemacht, aber Sie können natürlich sofort auch zu den Beschleunigungen übergehen. Ich mache es trotzdem langsam und rechne zuerst einmal die Geschwindigkeiten aus. Wir haben eine relative Geschwindigkeit, klarerweise. Die relative Geschwindigkeit ist die entlang des Seils. Das ist das gegebene v, natürlich ist das ein Vektor, entlang der Zweiachse, wie es in der Skizze steht. Und wir haben natürlich durch die Winkelgeschwindigkeit auch eine Führungsgeschwindigkeit, nämlich Omega. Ich nenne das jetzt einfach einmal Omega-Vektor. Kreuzprodukt mit dem Abstand und der Abstand r ist natürlich dann der Vektor L und zusätzlich der Vektor in die Zweirichtung, den wir natürlich auch noch haben. Das schlüsseln wir jetzt am besten getrennt voneinander auf, nämlich das Omega-Vektor ist unser gegebenes Omega um die Dreiachse, positive Rotation. Und der Vektor r ist der Vektor vom Rotationszentrum, wie immer, hin darunter zur Masse. Der hat also eine Komponente in 1-Richtung und er hat auch eine Komponente in 2-Richtung, in negative 2-Richtung. Nämlich L in positiv 1 und S in negativ 2. Das ist der ganze Vektor. Dann braucht man das nur noch auszurechnen. Führungsgeschwindigkeit ist dann Omega E3, positiv, Kreuzprodukt mit diesem L, E1 minus S, E2. Dann schreiben wir uns vielleicht wieder unsere Epsilon-Tensoren auf. Wir brauchen den Kreuzprodukt 3,1, 3,1,2, da kommt auf jeden Fall E2 raus und wir haben hier zyklische Vertauschung,
also positiv E1, 2, 3. Und wir brauchen das 3, 2 Kreuzprodukt, da kommt auf jeden Fall 1 raus. Und hier haben wir Vertauschung zwischen 1 und 3, also kommt ein negatives Vorzeichen rein. Damit haben wir die Vorzeichen und die Richtungen der Kreuzprodukte und können das im Grunde einfach abschreiben. Führungsgeschwindigkeit ist dann Omega mal L, ist der skalare Faktor vorne, und das E3 Kreuz E1 ist E2. Und das andere ist negativ, aber, ich mache es jetzt langsam, auch der Faktor wird negativ, Omega mal minus S, also minus Omega S, und dann aber minus E1, dann wird das Ganze wieder positiv. Also plus Omega S E1. Ja, und dann fassen wir es zusammen und haben die Absolutgeschwindigkeit, die gar nicht gefragt war, aber macht ja nichts. Omega S E1 und zwei Komponenten in die Zweirichtung, nämlich V plus Omega L. Okay. Wird wieder markiert. Die Frage ist, was hilft uns das jetzt vielleicht, damit wir wissen, warum ich das eigentlich mache. Es hilft uns Folgendes, nämlich wir haben die Führungsgeschwindigkeit jetzt ausgerechnet und müssen dann in der Führungsbeschleunigung den deren Führungsgeschwindigkeit nicht noch einmal extra ausrechnen. Also dieses hier Omega Kreuz R, der ganze Beitrag V-Führung, den kann man weiter verwenden für unser doppeltes Kreuzprodukt später, Omega Führung Kreuz, Omega Führung Kreuz R. Das ist eigentlich der Vorteil in dem Fall. Dann machen wir das gleiche für die für die Beschleunigungen. Das ist auch noch Punkt A, Relativbeschleunigung. Die Relativbeschleunigung ist natürlich die Zeitableitung der Relativgeschwindigkeit. Die Relativgeschwindigkeit ist unser V in E2-Richtung entlang des Seils. In der Angabe steht aber, V ist konstant. Also ist die Ableitung davon 0 und damit der Nullvektor. Das ist laut Angabe so. Der fällt einmal also weg und die Führungsbeschleunigung ist dann einmal, ja, ich nenne es nur Omega, ich habe es oben auch nur Omega genannt, Omega Punkt Kreuz R und der zweite Term wäre dann Omega Kreuz R. Normal- und Tangentialanteil der Führungsbeschleunigung. Jetzt wissen wir aber, dass auch Omega konstant ist und damit Omega Punkt ebenfalls der Nullvektor wird und damit das ganze Kreuzprodukt natürlich der Nullvektor wird, also nichts beiträgt. Und es bleibt uns nur über da hinten der Term Omega Kreuz R und der ist genau der Vektor der Führungsgeschwindigkeit, den wir schon ausgerechnet haben. Und den nehmen wir da jetzt einfach mit. Verwenden ihn weiter. Und dann haben wir Omega in 3 Richtung, Kreuzprodukt mit oben abgeschrieben Omega L in 2 Richtung, Omega S in 1 Richtung. Und damit wird die Führungsbeschleunigung Omega Quadrat L und dann schauen wir mal 3,2. Ja, 3,2 haben wir da oben ebenfalls gebraucht. Das ist minus 1 geworden. Also minus Omega Quadrat L E1 und plus Omega Quadrat S, und ich hoffe, ich habe das Plus jetzt nicht zu voreilig gemacht. Das ist 3 Kreuz 1, 3, 1 war plus 2. Okay, passt. Das ist die Führungsbeschleunigung.
Und dann gibt es natürlich noch eine Coriolis-Komponente. Die Coriolis-Komponente ist zweimal Führungsrotation Kreuz Relativgeschwindigkeit. Die Relativgeschwindigkeit haben wir jetzt auch oben ausgedrückt. Die ist aber natürlich ganz einfach. Das war ja einfach nur unser gegebenes V in zwei Richtungen. Eingesetzt 2, unser Omega abgeschrieben. Omega in 3 Richtungen. Kreuzprodukt V in 2 Richtungen ist die Relativgeschwindigkeit. Dann haben wir hier wieder den Tensor oder das Kreuzprodukt 3, 2. 3, 2 war minus 1. Haben wir da oben noch stehen. Und damit minus 2 Omega V in 1 Richtung. Das ist die Coriolis-Komponente. Und dann kann man den gesamten hinschreiben. Absolutbeschleunigungsvektor zusammengesucht. Wo haben wir die ganzen Einser-Komponenten? Die sind beide negativ. Ja. Minus 2 Omega V plus Omega Quadrat L. In 1 Richtung aus Führung und Coriolis. Und plus ist jetzt noch ein, genau hier oben, Omega Quadrat S. Da fehlt allerdings der Einheitsvektor und das war der Zweier, oder? 2 Richtung. Nämlich 3 Kreuz 1, genau, ist 2. Also plus Omega Quadrat S E2. So, das sollte eigentlich alles sein. Punkt A, Absolutbeschleunigung. Punkt B, Kräfte. Dazu gibt es ein Freikörperbild. Und zwar ein Freikörperbild nur der Masse. Punkt B. Die Kräfte auf die Masse. Klein m. Das ist natürlich Schwerpunktsatz, also die Summe aller Kräfte, die hier wirken, wenn man das System freischneidet, entspricht Masse mal Beschleunigungen, Beschleunigungsvektor, und zwar im relativen System natürlich dem Absolutbeschleunigungsvektor. Das Freikörperbild dazu betrifft nur die Masse und zeichne es so auf, wie sie da unten auch aufgezeichnet ist, nur ein bisschen größer mit der Führung. Und hier im Grunde den Vektor, der da in 3 Richtungen wirkt. Machen wir vielleicht rot, damit die Kräfte wieder rot sind. Einmal einen N3-Vektor, der von unten rauf das Ganze festhält in der Führung drinnen, weil ja, und den zeichnen wir vielleicht jetzt nicht ganz korrekt hier nebenher, dass man es erkennen kann, weil ja auch die Erdbeschleunigung in die andere Richtung wirkt. Also der hält im Wesentlichen der Erdbeschleunigung entgegen. Und dann muss es natürlich eine Normalkraft in 1 Richtung geben, von der Führung auf die Masse. Und dann wird es Seil, wenn das die 2 Richtung positiv ist, eine Seilkraft geben in positive 2 Richtung, die die Masse hinziehen will zum Winkelhebel. Das sollte im Freikörperbild dann eigentlich auch alles sein. Und klarerweise das MG und das N3, die liegen natürlich übereinander bei dem Schwerpunkt. Logisch. Ja, und dann kann man sagen, okay, die linke Seite dieser Gleichung, Summe aller Kraftvektoren, muss dann sein
Wenn wir uns da jetzt das Koordinatensystem vielleicht noch einmal herzeichnen, das ist nämlich in dieser Ansicht 2, 1 und aus der Ebene heraus, aus der Zeichenebene ist 3. Dann Vorzeichen richtig und richtig in den Koordinaten haben wir Normalkraft N1 in 1 Richtung. Die habe ich natürlich positiv angenommen, die ganzen Kräfte, so wie ich das meistens mache, damit da nicht zusätzliche Vorzeichendrehung reinkommt, außer bei denen klar ist, wie sie wirken müssen. Und das ist de facto eigentlich nur die Gewichtskraft, das M mal G. Bei allem anderen, ja, und die Seilkraft. Die wirkt aber netterweise in positive Richtung. Nämlich SE2 und N3 minus M mal G E3. Okay, also Folgendes in die Gleichung eingesetzt, ergibt sich dann genau die Kraftseite noch einmal abgeschrieben, ist gleich und dann die Absolutbeschleunigung von oben abgeschrieben und nicht vergessen, die Massen entsprechend dazu zu multiplizieren. Nämlich minus m mal erste Komponente 2 Omega v plus Omega Quadrat L in 1 Richtung plus m mal Omega Quadrat S in 2 Richtungen. Und dann kann man es aufschlüsseln in die einzelnen Koordinatenrichtungen, einen Koeffizientenvergleich anstellen. Das ist dann die Normalkraft in 1 Richtung, entspricht dann dem minus m 2 Omega v plus Omega Quadrat L. Das ist sozusagen die Führungskraft von der Stange auf die Masse, die da drauf hängt, in die 1 Richtung. Dann die Seilkraft, die ist im Omega Quadrat S und die Normalkraft in 3 Richtung hat tatsächlich nur die Gewichtskraft als Gegenspieler, nämlich N3 wirkt M mal G entgegen, ist also plus M mal G. Ja, und das war das gesamte Beispiel R01 in relativ genauer Ausführung noch dazu.